Wie ihr hinter mir sehen könnt, bin ich unterwegs über die Alpen. Genauer gesagt über den San Bernardino in Richtung Mailand. An einem guten Tag im November kann das nur bedeuten, ich fahre zur Eikner. Wie ihr das so hinter mir seht, stehe ich gerade am Vespa-Stand, Vespa Piaggio-Stand. Und warum bin ich hier? Ich möchte euch die neuesten Neuigkeiten aus der Rollerwelt präsentieren. Das werde ich heute über den Tag so machen. Wie ihr hinter mir seht, lohnt es sich manchmal wirklich früh da zu sein, denn ich bin am VMC-Stand und hier ist noch relativ wenig los. Die sind sogar noch dabei, etwas aufzubauen, aber zum Glück gibt es hier wieder, wie jedes Jahr, wirklich interessante Neuheiten und dafür drehe ich mal die Kamera. Und zwar fange ich mal hier vorne an mit dieser Sitzbank hier. Also das ist eine neue Sitzbank, die soll besonders komfortabel sein. Ich habe es gerade ausprobiert, ich fand sie auch relativ komfortabel. Man weiß das ja wirklich erst nach ungefähr 300, 400 Kilometern, wie komfortabel das wirklich ist. Sie ähnelt ein bisschen den Piaggio-Sitzbänken, ist aber ein bisschen breiter und auch ein bisschen schöner, wie ich finde. Das nächste ist, wir werden immer ganz oft gefragt, was ist mit dieser Bremspumpe? Ich habe gerade gefragt, die wurde ja letztes Jahr bereits hier vorgestellt und hoffentlich oder sehr wahrscheinlich ist sie dieses Jahr noch wahrscheinlich im Dezember erhältlich. Dann, das hier ist jetzt noch ein Kunststoffprototyp, aber es soll sehr bald eine Bremstrommel im Originallook kommen, die halt mit der Scheibenbremse hier kompatibel ist. Es wird langsam immer interessanter, denn hier stehe ich vor dem Stelvio 2.0 mit Membraneinlass. Membran-Direkteinlass. Ich fahre da mal ein bisschen näher ran, dass man ein bisschen was sieht. Also eigentlich der Stelvio 2.0, wie wir ihn schon kennen, allerdings mit einem Direkteinlass versehen. Und das gleiche gibt es hier daneben mit dem Ranger. Also hier ist der Ansaugstutzen gerade nicht montiert, aber man kann, glaube ich, recht gut erkennen, da lässt sich derselbe Ansaugstutzen montieren wie auch beim Stelvio 2.0. So, was haben wir hinten drin? Hier ist ein Smallframe-Gehäuse, das kennen wir eigentlich schon, das ist die einzige Neuigkeit, dass das mit einer neuen Gussform gemacht wird, aber ansonsten soll es keine Änderungen geben. Ja, und was ist hier? Hier ist ein besonders interessanter Kasten. Hier gibt es nämlich eine sehr wichtige Neuigkeit, allerdings hat es die nicht bis heute Dienstag auf die EICMA geschafft. Mir wurde versprochen, dass ich sie morgen am Mittwoch hier bewundern kann. Hier gibt es eine Kupplung. Der Kupplungskorb ist aus Ergal, also hochfesten Aluminium gefertigt. Und die Neuigkeit daran ist, ihr seht hier, es gibt 5 Scheiben. Mit einem kleinen Trick, die unterste Scheibe ist leicht gewölbt, aber da gibt es in der herkömmlichen Bauform der Cosa-Kupplung eine 5-Scheiben-Kupplung. So, und daneben ist noch ein besonderes Highlight. Es gibt eine neue Box von VMC. Und das Gute ist, Alberto ist gerade noch dabei, hier aufzubauen. Das ist Alberto, der winkt gerade. Daneben ist Mammo. Das sind 2 Entwickler von VMC, die haben mir das gerade gezeigt. Und hier oben drauf, da liegen noch so ein paar Teile, nämlich das hier. Das kann man hier dran schrauben. Das ist quasi die Halterung. Und es gibt hier noch 2 Silentblöcke. Und wie man sieht, gibt es hier Langlöcher in der Halterung. Und hier vorne am Krümmer, da gibt es eine O-Ring-Verbindung, die ziemlich lang und zylindrisch ist. Und zwar lässt sich hier der Auspuff in der Länge verstellen. Also man hat dann eine unterschiedliche Resonanzlänge, je was besser zum Motor passt. Und damit das immer noch montierbar bleibt, gibt es dann hier die Langlöcher, an denen man das dazu einstellen kann. Das ist aber noch nicht alles. Es gibt noch ein kleines Gimmick. Und zwar ist das hier der Enddämpfer. Hier lassen sich 3 unterschiedliche Endrohre mit 16, 18 und 20 mm einschrauben. Also das Ganze ist sehr durchdacht. Hut ab an unter anderem Alberto und Mammo. Und das war es erstmal mit unserem kleinen Besuch bei VMC. Wir kommen morgen wieder und schauen hier in diesen Glaskasten. Wie ihr hinter mir seht, bin ich jetzt am Polini-Stand. Alles in weiß-blau. Und hier kann ich euch sagen, wird es richtig spektakulär, denn es gibt eine Neuigkeit, mit der hätte ich auch gar nicht gerechnet. Und zwar das hier. Ein neues Motorgehäuse für die Vespa PX.
Hier einmal als kompletter Motor aufgebaut mit einem 177er Zylinder. Und was man hier auch sieht, was ich persönlich auch sehr genial finde, das ist der neue Kupplungsdeckel. Und zwar ist es so, dass mit diesem neuen Motorgehäuse soll es möglich sein, bis zu 500 Milliliter Öl zu fahren. Und normalerweise würde das ja dann da oben aus der Entlüftung kommen. Und deswegen haben sie diese kleine Kapsel mit dem Labyrinth entwickelt. Die soll verhindern, dass Öl austritt und trotzdem die Kupplung in einem Ölbad läuft. Das finde ich ziemlich cool. Zudem ist auch noch hier eine Vertiefung, dass man breitere Reifen fahren kann. Und der Kupplungsarm, der ist so CNC gefräst und auf einer Verzahnung verschraubt. Also alles in allem ein wirklich sehr interessanter Kupplungsdeckel. Ich bin mal gespannt, wann ich den das erste Mal in der Hand haben kann. Und hier nebenan, da sieht man dann das Vespa 200 Gehäuse. Und hier kann ich euch auch mal erklären, was es alles an Neuigkeiten gibt. Man sieht von der Seite, sieht man als erstes, dass sie dickere Schrauben verwendet haben fürs Motorgehäuse, hat er mir gerade erklärt. Ich weiß jetzt nicht genau, was für welche. Ich denke, es sind M7er, so wie es aussieht. Ich kann es aber nicht genau sagen. Außerdem sieht man hier, es ist auch eine mehr als original. Und hier von der Seite kann man sehr schön sehen, dass es einen sehr dicken Zylinderfuß gibt. Also eine sehr große Dichtfläche für den Zylinder. Und wenn wir auf die andere Seite gehen, sieht man, dieses ganze Motorgehäuse ist von Anfang an darauf ausgelegt, dass es mit einem Membraneinlass gefahren wird. Und zwar wahlweise hier vorne mit einer Membran, die unter den Originalvergaser passt, oder natürlich mit einer schönen großen Membran mit einem Ansaugstutzen für andere Vergaser. Die Dichtfläche für beides geht auch über beide Gehäusehälften. Und dann kann man auch noch sehen, Moment, hier unten ist das Lager und der Simmering. Das ist auch relativ speziell, denn beides kann nur von außen, also von der Kupplungsseite eingesetzt werden. Das heißt, der Simmering kann nicht mehr Richtung Kurbelwelle wandern und er kann auf der anderen Seite von außen getauscht werden. Dazu gibt es hier diese Metallteile, die das Lager in Position halten. Also, das Ganze sieht sehr, sehr durchdacht für mich aus und sehr interessant. Und ja, mir wurde gerade gesagt, dass das Motorgehäuse erhältlich sein soll im März oder April nächsten Jahres, also 2026. Und der Kupplungsdeckel, der soll mit ein bisschen Glück noch dieses Jahr erhältlich sein. Das sind wirklich interessante News. Mir hat es sehr gefallen und ich bin wirklich gespannt, wann ich das Zeug das erste Mal in den Händen halten kann. Jetzt bin ich bei Italjet und ich weiß genau, was ihr denkt. Er war doch die letzten 3 Jahre schon bei Italjet und hat diesen völlig verrückten 700 Kubikroller vorgestellt. Aber in diesem Jahr gibt es ein paar Änderungen und Neuerungen und die zeige ich euch jetzt. Als erstes sitze ich auf einem dieser verrückten 700er Dragster und neben mir sitzen noch diese 2 Damen, ebenfalls auf 700er Dragstern. Das heißt, es gibt... Oh, ich muss erstmal absteigen. Au. Das heißt, es gibt also nicht mehr nur einen Prototyp vom 700er Dragster, sondern er ist bereits in Produktion. Viele von euch haben das sicherlich auch schon mitgekriegt. Es gab schon Pressetests und so weiter. Der 700er, der ist inzwischen bestellbar und das hier ist seine fertige Version. Zu den Händlern soll er auch bald rollen. Bestellen könnt ihr ihn schon. Deswegen möchte ich gar nicht zu lange bei dem 700er bleiben, sondern ich möchte euch etwas anderes vorstellen. Die 300er, die gab es in ähnlicher Form auch schon in den letzten Jahren. Ich möchte euch das hier zeigen. Das sieht genauso aus wie der 700er Dragster oder zumindest sehr ähnlich. Aber der Unterschied ist, das ist eine etwas kleinere Version, nämlich der 495er Twin Dragster. Und der hat nicht nur den Unterschied, dass er ein bisschen weniger Hubraum hat und 35 kW, sondern er hat noch einen ganz wichtigen Unterschied. Er hat eine Handschaltung, beziehungsweise eine Daumen- und Zeigefingerschaltung. Man kann hier quasi per Knopfdruck den Gang wechseln. Und das Ganze hat den Hintergrund,
Italjet sagt, viele Rollerfahrer, die den 700er gefahren sind, haben gesagt, es ist irgendwie komisch, man denkt, man sitzt auf dem Roller, aber man muss mit dem Fuß schalten. Während Motorradfahrer gesagt haben, ich schalte zwar mit dem Fuß, aber mir fehlt der Tank. Und das hier ist von Italjet quasi ein Schritt in Richtung der Rollerfahrer, dass sie wieder mit der Hand schalten können, wenn auch ein wenig anders, als das noch in den 50er Jahren der Fall war. So, das ist aber nicht die einzige Neuerung, sondern wir haben ja noch etwas ganz Spektakuläres. Das war letztes Jahr noch im ganz geheimen Prototypen-Stadium. Ich durfte das irgendwie hinterm verschlossenen Vorhang mir anschauen und durfte aber keine Kamera mit reinnehmen oder sowas. Das ist der Roadster, der Italjet Roadster, und da sind ganz viele innovative Lösungen verbaut. Das erste sieht man hier vorne. Dieser Nissin-Bremssattel ist quasi Teil der Gabel, der ist in die Gabel integriert. Dann ist dieses ganze Design natürlich sehr außergewöhnlich. Ziel war es, so einen gewissen Retro-Charme zu erzeugen und das Ganze mit einem sehr ausgefallenen Designkonzept. Man sieht, das Vorderrad ist Italjet-typisch, wieder mit einer Schwinge geführt. Dann sieht man an der Seite, gibt es so Lufteinlässe. Das Ganze hat aber einen wirklichen Rollermotor, nämlich mit 400 Kubik Automatik. Die Motoren von Italjet kommen alle von einem chinesischen Hersteller, mit dem sie eine Kooperation haben, die aber als sehr zuverlässig gelten, sind auch schon bei einigen anderen Herstellern in Motorrädern unterwegs und auch erprobt. Hier sieht man hinten Öhlins Federbein, in der Mitte das Öhlins Federbein, auf das die Schwinge wirkt. Das Ganze sieht sehr futuristisch aus, hat aber gleichzeitig viele Anklänge an klassische Motorräder oder ja, ich weiß gar nicht, wovon man da redet, bei diesen seitlichen Einlässen an klassische Flugzeuge vielleicht. Ich glaube, das soll an Flugzeuge erinnern, wenn man hier so die Seite anschaut. Das Ganze soll nächstes Jahr erhältlich sein. Ja, da wäre ich noch ein bisschen vorsichtig, ob das auch mit dem Zeitplan klappt. Als letztes möchte ich euch noch eine Sache zeigen. Etwas, was nur als Prototyp hier steht. Aber wenn wir schon mal da sind, dann möchte ich euch das nicht vorenthalten. Hier gehen wir sogar an einem der Chefs persönlich vorbei. Und wir sehen diesen Prototyp. Da ist unklar, ob das jemals in Serie gehen soll. Hat den gleichen Motor wie der Dragster, wie der 500 Kubik Dragster. Nämlich hier hat er auch diese Handschaltung. Hier sieht man, hier kann man runterschalten, deswegen steht Minus drauf. Und mit dem Zeigefinger schaltet man hoch. Das ist genauso wie bei dem 500er bzw. 459er Dragster gegenüber. Und hier gibt es das Ganze als Enduro-Version. Moment, es ist ein bisschen eng hier, da sieht man jetzt nicht viel. Aber was man schön sieht, auch Öhlins Fahrwerkskomponenten. Aber ob daraus jemals wirklich ein Roller wird, der in Serie geht, das ist noch sehr zweifelhaft. In jedem Fall etwas sehr, sehr Interessantes zum Anschauen. Das wollte ich euch kurz noch vom Italjet-Stand zeigen. Wie ihr hinter mir seht, bin ich jetzt am Vespa-Stand. Natürlich kein EICMA-Besuch, ohne bei Vespa vorbeizuschauen. Dieses Jahr ist ja großes Jubiläum, 80 Jahre Vespa. Wer jetzt große Sondermodelle erwartet hat, den muss ich leider enttäuschen. Es gibt wenig Neuerung. Hier gibt es ein Sondermodell mit dem Namen Officina Otto. Dann gibt es hier noch ein schönes Schild, da steht drauf 80 Years of Vespa. Und hier gibt es noch eine GTS in einem sehr klassischen Grün, auch mit sehr schönen neuen Felgen. Alles andere an Neuerungen sind wirklich Details. Mehr Neuigkeiten zum 80-jährigen Jubiläum finde ich leider nicht für euch am Vespa-Stand. Jetzt bin ich wieder am Pinasco-Stand, wie eigentlich jedes Jahr, denn die Jungs haben eigentlich auch jedes Jahr was Neues dabei. In diesem Jahr ist es nicht ganz so viel Neues, aber spektakulär sind sicher die Emaldi-Bananen. Diesmal nicht nur in weiß, sondern auch in schwarz. Es gab ja schon ein paar Mal Neuauflagen. Und dann gibt es hier sehr interessante Stoßdämpfer. Die gab es in den letzten Jahren zwar auch schon hier zu sehen. Jetzt sollen sie allerdings in Serie gehen, plus diese wunderschönen neuen Bremszacken. Jetzt stehe ich hier bei einem sehr bekannten Player im Vespa-Tuning-Bereich und auch hier gibt es ein paar Neuigkeiten zu sehen, vor allem für die Gabel, und zwar da vor allem für die Gabel, bei der die Schwinge auf der linken Seite ist, also ursprünglich Automatikmodelle. Hier
finden sich neue Bremszangen und Halterungen dafür, alles radial verschraubt. Passend dazu gibt es auch noch eine neue Schwinge und es gibt auch noch eine neue Radnaht. Hier bin ich jetzt am TÜV-Stand und hier sieht man eine komplett neue Stoßdämpferserie für klassische Wespen. Sehr schön, voll verstellbar, CNC gefräst und das Ganze sogar für die ET3 bzw. PV bzw. V50 gab. Optisch schon mal sehr schön. Ich habe euch gestern noch Bilder vom VMC-Stand versprochen und zwar nämlich genau dann, wenn diese Vitrine neben mir gefüllt ist. Da ist jetzt was drin. Ein 200er Motorgehäuse. Wie ihr seht, allerdings noch im Prototypenzustand, aber auch von VMC kommen da Neuigkeiten. Da oben ist wieder ein großer Membraneinlass zu sehen. Das ganze Gehäuse ist noch nicht final bearbeitet, aber auch da kommt was Spannendes. Das waren die interessantesten Neuigkeiten von der EICMA 2025. Was würdet ihr denn gerne auf der EICMA 26 sehen? Bitte schreibt es in die Kommentare. Ansonsten, wie immer, wenn es euch gefallen hat, Filme drücken, Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao.